Es sind Bilder, die Geschichte schreiben und einen Eindruck hinterlassen. Bilder, die Geschichte und unser Verständnis von ihr prägen. Die Geschichte gelangt durch sie in unser Bewusstsein. Wir leben mit ihnen. Was, wenn die Revolution 1848 erfolgreich gewesen wäre? Was, wenn 1945 eine Atombombe auf Ludwigshafen gefallen wäre? Was, wenn 1989 die Proteste und Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen worden wären? Unter derart ungewöhnlicher Perspektive passieren 14 Zäsuren deutscher Geschichte von 1989 bis 1848 Revue. Vor dem Hintergrund wirklich gewordener Wendungen werden andere, als wahrscheinlich erachtete Möglichkeiten in den Blick genommen. Die Ausstellung ist darauf aufgebaut. Welche Dinge treten ein, von denen man ausgehen könnte, dass sie einen Charakter eines Wendepunktes haben, wobei es nicht im Wesentlichen darum geht, die Wendepunkte oder den Wendepunkt darzustellen, sondern die in diesem Wendepunkt eingelassene Möglichkeit einer doch anderen Entwicklung. Es geht ja darum, die Realität abzubilden, aber letztendlich an bestimmten Punkten, die man als Wendepunkte begreifen kann, verstehen kann, auch vor dem Hintergrund des Verständnisses der Zeitgenossen zu erkunden, inwieweit sich doch andere Möglichkeiten in diesen Wendepunkten verborgen hatten, die unter Umständen der Geschichte eine andere Richtung hätten geben können. Das heißt, es geht darum, im Schutze des Geländers, an dem er sich festhält, nämlich der Realität, sich über das Geländer zu lehnen, um sozusagen eine gewisse Devianz zu erkennen, aus der heraus wie ein Keim sich doch eine andere Geschichte jeweils hätte entwickeln können. Mit den wiederkehrenden Fragen, was war im Rahmen des Möglichen und was ist tatsächlich geschehen, nimmt die Ausstellung 14 Wendepunkte exemplarisch in den Blick. 1945, eine Atombombe auf Ludwigshafen? Während des Zweiten Weltkriegs arbeiten die verschiedenen Kriegsparteien an einer militärischen Nutzung der Atomenergie. Albert Einstein warnt auf Veranlassung von in die USA emigrierten Physikern den US-amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt in einem Schreiben vor der Entwicklung einer deutschen Atombombe. Dieser gibt 1942 das Manhattan-Projekt in Auftrag, das bis Juli 1945 zum Bau einer amerikanischen Atombombe führt. Zu Beginn des Projekts geht man noch vom Angriffsziel Deutschland aus. Seit der Landung in der Normandie im Juni 1944 befinden sich die Alliierten auf dem Vormarsch in Europa. Um diesen aufzuhalten, startet die Wehrmacht 1944 das sogenannte Unternehmen Wacht am Rhein. Die Ardennenoffensive hat das Ziel, den Hafen von Antwerpen zurückzuerobern und so den Nachschub der Alliierten zu stoppen. Wenige Monate später, an der strategisch wichtigen Brücke von Remagen, kommt es zu schweren Gefechten. Um den Vormarsch aufzuhalten, versucht die Wehrmacht, die Brücke zu sprengen. Was hätte 1945 geschehen können? Die Ardennenoffensive ist ein Erfolg. Der Hafen von Antwerpen wird wieder unter deutsche Kontrolle gebracht. Schnell gerät der alliierte Nachschub ins Stocken. Der wesentlich später erfolgte Vormarsch der westlichen Alliierten kommt an den Trümmern der von der Wehrmacht gesprengten Brücke von Remagen zum Stehen. Das Ende des Krieges in Europa verzögert sich um mehrere Monate. Um in dieser Situation Deutschland zur Kapitulation zu zwingen, entscheidet sich der amerikanische Präsident Harry Truman, die Atombombe erstmals einzusetzen. Zunächst ist an Berlin als Ziel gedacht. Kriegswichtiger erscheint den Amerikanern aber Ludwigshafen mit dem IG Farben-Komplex als industriellem Zentrum. Was ist 1945 tatsächlich geschehen? Die Ardennenoffensive scheitert.
Und auch die Sprengung der Brücke von Remagen schlägt fehl. Die alliierten Truppen können schnell vorrücken. Der Krieg in Europa endet am 8. Mai 1945 mit der deutschen Kapitulation. Die Atombombe kommt nicht zum Einsatz. Anders ist es am asiatischen Kriegsschauplatz. Am 6. August und 9. August 1945 fallen die für Deutschland gedachten Bomben auf Hiroshima und Nagasaki. Bis Ende 1945 sterben über 230.000 Menschen, entweder sofort oder an den Folgen der Strahlung. Roads not taken. Oder es hätte auch anders kommen können. Ich wage zu behaupten, dass es wahrscheinlich nicht 2 Besucherinnen oder Besucher geben wird, die in dem Sinne dieselbe Ausstellung sehen. Und das finde ich hochspannend als Experiment und glaube, das ermöglicht uns gerade im Streit auch mit den Punkten und wie sie gesetzt sind, nachzudenken über deutsche Geschichte des 19. bis 20. Jahrhunderts und über Geschichte als solche.